liebe Freunde, herzlich willkommen heute hier zum neuesten Film auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute einladen nach Schwarzkolm bei Hoyerswerda. Was? Ihr kennt Schwarzkolm nicht? Ihr wisst nichts von der Schwarzen Mühle oder gar vom Schwarzen Müller? Also Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ab mit euch zum Bahnhof oder ins Auto und nach Schwarzkolm gefahren. Ey, halt, stopp, wartet doch mal, ich habe nichts gesagt, dass ihr das jetzt gleich auf der Stelle tun sollt. So viel Zeit ist jetzt auch noch, diesen kleinen Film anzugucken, wenn ihr euch die Zeit genommen habt und noch nie dort gewesen seid. Denn ich will euch noch erzählen, was euch in der Schwarzen Mühle in Schwarzkolm nämlich erwartet. Ihr werdet verzaubert sein, das kann ich euch versprechen. Und deshalb wünsche ich euch jetzt erst einmal viel Spaß bei diesem kleinen Film und danach, dann könnt ihr nach Schwarzkolm fahren. Und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Also, viel Spaß beim Anschauen. Schwarzkolm findet sich am südlichen Rand des Lausitzer Seenlandes an der Bahnstrecke zwischen Ruhland und Hoyerswerda, beziehungsweise an der B97. Und siehe, man ist ja nicht jeden Tag bei einem Zauberer zu Besuch. Das Wetter ist nämlich inzwischen richtig angenehm geworden. So mutmaßen wir einfach, wir kommen nicht ungelegen. Denn sonst hätte er es ja schneien oder stürmen lassen können. Für einen Zauberer ist sowas ja eine leichte Übung. So schauen wir uns also beim Schwarzen Müller und in seiner Mühle im Koselbruch in Ruhe um. Für all jene, denen jetzt noch immer unklar ist, wohin ich euch entführt habe: Ottfried Preußler hat der sagenhaften Gestalt von Krabat in seinem gleichnamigen Buch ein wundervolles Denkmal gesetzt. Und diese Geschichte soll sich genau hier in dieser Schwarzen Mühle abgespielt haben. Die Sage von Krabat hat jedoch viele Gesichter. Entstanden ist sie jedenfalls hier in der Lausitz, im zweisprachigen Gebiet der Sorben und Wenden. Zu DDR-Zeiten gab es zum Beispiel eine Verfilmung der DEFA nach Juri Bresan. Vor einigen Jahren wurde dann die Version von Preußler verfilmt. Mir persönlich gefällt diese Version überhaupt nicht, aber die Sache mit dem persönlichen Geschmack. Wie dem auch sei, Krabat, ein wendisches Waisenkind, wird vom Schwarzen Müller in diese Mühle gelockt. Schnell merkt Krabat aber, es ist keine normale Mühle, sondern, ganz genau, es ist eine schwarze Schule, in der auch das Zaubern gelehrt wird. Dass dies nicht so einfach ist und viele Probleme mit sich bringt, könnt ihr euch sicher denken. Um aber auch ein wenig über unsere Realität zu sprechen: Dieses Gelände der Schwarzen Mühle wurde erst in den letzten Jahren wieder aufgebaut und das Besondere alles in ehrenamtlicher Arbeit. Umso mehr ist es anzuerkennen, wie man hier mit dem Eintritt umgeht. Es hängt nämlich am Eingang eine Kasse des Vertrauens und jeder kann hineinwerfen, was er für angemessen hält. Treibender Keil bei diesem Unternehmen, dem Aufbau der Mühle, die frühere Bürgermeisterin von Schwarzkolm, Gertrud Winzer. Über sie und die ganzen Mühen der Errichtung dieser Anlage gibt es ein weiteres sehr schönes und unterhaltsames Büchlein, nämlich Die wilden Jahre der Gertrud Winzer an der Krabatmühle. Ich kann es euch sehr empfehlen. Und vor allem, es zeigt euch die Wurzeln bzw. Ursprünge der Krabat-Sage auf. Denn Krabat ist kein Märchen, sondern hat tatsächlich historische Vorbilder. Und ich verspreche euch, diese Entstehungsgeschichte ist mindestens genauso spannend und interessant wie die Romane vom Krabat selbst. Zumal dieses Büchlein euch eine kleine Hilfestellung bietet. Kenner des Buches Krabat wissen es ja: Die Müllerburschen wurden zuweilen in Raben verwandelt. Selbstverständlich halten sich alle Raben hier auf dem Gelände mehr oder weniger versteckt. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Suchen, denn es ist ein unterhaltsames Spiel, all diese Raben zu entdecken. Im Buch über Gertrud Winzer wird dann, wer nicht alle findet, aufgeklärt, wo sie sitzen und vor allem, wer sich hinter welchem Raben verbirgt. Schauen wir jetzt endlich beim Müller höchstpersönlich herein und wir finden sie. Die berühmte Schwarze Kammer. Und, was natürlich nicht fehlen darf, der Korrektor, der Höllenzwang. Das ist nämlich das Buch mit allen Zaubersprüchen der Welt. Und nur der Meister selbst darf darin lesen. Lassen wir also besser die Finger davon. Wer jedoch ganz neugierig sein möchte, es sind verschiedene diverse Symbole erklärt, welche man früher mit Zauberei in Verbindung gebracht hat. Ich fand es wirklich höchst interessant.
In der Mühle gibt es jedoch eine Menge zu entdecken und Technikfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Trotz Zauberns dreht sich hier vieles um die Mühlentechnik. Die Schlafkammer der Müllerburschen darf trotzdem nicht fehlen. Verdammt eng, würde ich sagen. Sind wir froh, dass wir in unserem Jahrhundert leben dürfen. Als nächstes wenden wir uns dem Jury-Bresan-Haus zu. Davor sitzt, und ich finde, es ist eine schöne und verdiente Geste, die quasi Mutter des ganzen Projekts, Gertrud Winzer. Schön, dass man ihrer auf diese Art gedenkt. Im Haus selbst finden sich allerlei sehenswerte Ausstellungsstücke, beispielsweise zum Brauchtum aus der Region. Ebenso wird sie als Schauwerkstatt genutzt. Den Schwerpunkt bildet natürlich der Namensgeber Jury Bresan selbst. Aber stopp mal, wer jetzt in eine der Gaststätten abbiegen will, macht einen Fehler. Mit der Besichtigung der Mühle ist es nämlich mitnichten getan. Denn hinter der Mühle finden wir noch den Krabat-Erlebnispfad. Den dürft ihr keinesfalls vergessen. Lang ist er zwar nicht, dennoch sehr interessant. So habe ich mir nämlich tatsächlich den Koselbruch bei der Lektüre vorgestellt. Schön, dass er den Bildern der Fantasie entspricht. Und wer das Buch bereits kennt, dieser Pfad führt auch am Wüstenplan vorbei. Eine Träne dort ist durchaus legitim, denke ich. Warum? Dort wurden die toten Müllerburschen bei Nacht und Nebel verscharrt. Darüber hinaus stehen viele Tafeln, welche sowohl das Buch als auch die realen Hintergründe der Geschichte spiegeln. Ich fand es höchst interessant und sehenswert. Zurück auf dem Mühlengelände wenden wir uns nun endlich den Gaststätten zu. Und eins solltet ihr, egal für welche von den beiden ihr euch entscheidet, unbedingt versuchen. Nämlich Gertrud Winzers Blinzen. Kerstin, eine gebürtige Schwarzkolmerin, hat sie mir wärmstens ans Herz gelegt und ich habe es keinesfalls bereut, ihren Rat gefolgt zu sein. Testet sie also ruhig auch einmal. Und wenn wir nun schon bei den Empfehlungen sind, es werden hier auch Theaterstücke im Rahmen der Krabat-Festspiele ausgeführt. Karten dafür sollen ausgesprochene Mangelware sein und man soll sich sehr zeitig und schnell darum kümmern.
Aber ich habe mir sagen lassen, es soll sich mehr als lohnen, diese Aufführung hier in diesem Rahmen zu besuchen. So, und jetzt, wer Lust hat und noch Bedarf nach Bewegung verspürt, der kann auch den Krabat-Radweg ausprobieren. Meine Zeit hat leider dafür nicht gereicht. Aber wer diesen Weg getestet hat, der schreibt doch bitte seine Erfahrung unten in die Kommentare hinein. Denn dieser Weg führt an vielen Stationen von Krabats Lebensweg entlang. Auch das Dörfchen Schwarzkolm selbst ist ein Besuch wert. Wie sollte es anders sein? Auch hier im Ort selbst finden sich die Spuren Krabats. Abschließend bleibt als Resümee: Hier werdet ihr wirklich und wahrhaftig verzaubert. Das kann ich euch versprechen. Und wer es noch nicht getan hat, der wird jetzt eins tun. Nämlich spätestens jetzt schnurstracks in den nächsten Bücherladen rennen und sich das Buch holen. Und das werdet ihr regelrecht auffressen, das verspreche ich euch. Und wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre. Schreibt doch bitte unten in die Kommentare, wie euch dieses Buch gefallen hat, beziehungsweise was ihr von euren Träumen und Fantasien hier in Schwarzkolm wiedergefunden habt. Und wer es beim Betreten des Geländes vergessen hat, der sollte spätestens jetzt daran denken: werft etwas in die Kasse des Vertrauens. Ich finde, die Arbeit, die man sich hier gemacht hat, ist es wert. Hat euch dieser kleine Film gefallen, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und wer es noch nicht getan hat, ein Abo. Denn bald geht es hier weiter durch unsere wunderschöne Welt. Bis dahin, ciao!